Hi, willst du 0 € für Hardware bezahlen und trotzdem ein SPS-Profi werden? Ich zeige dir hier einen kostenlosen SPS-Rack, mit dem du deine Projekte perfekt trainieren kannst. Vergiss trockene Theorie und reine Simulationen. Wenn du wissen willst, wie industrielle Automatisierung wirklich funktioniert, dann bleib jetzt dran. Ich bin SPS-Freelancer und das hier ist mein Rack. Von der Siemens Step 7 1500 und Safety Hardware über IFM-IO Links Master Slave bis hin zur Industrie 3D-Kamera. Dieses Setup nutze ich, um Kundenprojekte vorab zu testen oder komplexe Safety-Szenarien zu validieren. Dieses Rack ist vollgepackt mit echter Industrie-Hardware. Und das Beste, ich stelle das dir kostenlos zur Verfügung. Alles, was du brauchst, ist nur eine Internetverbindung. Wir alle nutzen Simulationsprogramme, aber wie simulierst du dort einen echten Hardware-Fehler? Das geht am besten mit realen Komponenten und dem passenden Schaltplan. Und genau beides biete ich dir hier kostenlos an. Ich simuliere hier live einen Drahtbruch sowie einen Kurzschluss und wir schauen uns mal an, wie die Safety-Logik in der Praxis drauf reagiert. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich stelle dir mein Labor jetzt vor. Von oben nach unten und von links nach rechts. Jede Anlage sollte über eine optische Statusanzeige verfügen. In diesem Rack kommen daher 2 RGB-Signalleuchten zum Einsatz, die den aktuellen Betriebszustand intuitiv visualisieren. Keine Farbe, Anlage in Ruhemodus. Grüne Farbe, Normalbetrieb, Anlage bereit. Beim Rot, Störung liegt an. Blaue Farbe, Nothalt aktiv. Für die Visualisierung habe ich ein KTP 700 Basic Panel verbaut. Aber was passiert eigentlich, wenn es im Betrieb hackt? Das testen wir jetzt live. Ich starte den Fehlersimulation und zeige euch, wie das AMI uns hilft, die Ursache sofort zu identifizieren und den Prozess sicher wieder anzufahren. Drauf ist unter anderem eine Safety-Quittierung implementiert, auf die ich in einem späteren Video noch genauer eingehen werde. Als drittes Bauteil habe ich hier meine Spannungsversorgung. Besonders praktisch sind die Diagnose-LEDs, an denen ich sofort erkenne, ob die Spannung korrekt anliegt. Mit diesem Hebelschalter hier schalte ich die Anlage zentral ein. Das sorgt für eine klare und sichere Trennung vom Netz. Kurze Quizfrage an dich. Ich habe hier 2 CPUs verbaut, aber woran erkennt man auf den ersten Blick, welche davon eine Siemens F-CPU ist? Jetzt kommt die Lösung. Die F-CPU der Reihe 1500 hat keine große gelbe Markierung mehr auf dem Gehäuse wie früher. Du erkennst sie stattdessen an 3 Stellen. Ganz oben an der CPU-Kante, wobei F für Safety steht. Unter der Klappe, groß geschrieben Profi-Safe. Und im Display, sobald die CPU eingeschaltet ist, wie ich hier zeige. Um eine CPU-zu-CPU-Kommunikation bestmöglich zu realisieren, habe ich in meinem Rack eine Kompakt-CPU 1500C mit insgesamt 69 Onboard-Peripherien verbaut. Wie du hier siehst, ist die 1512C eine Standard-CPU. Deshalb findest du bei ihr, im Gegensatz zur F-CPU, keine gelbe Markierung im Display und keine Profi-Safe-Angabe auf dem Gehäuse. Die CPU verfügt über 5 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge sowie jeweils 32 digital Ein- und Ausgänge. Für die Verdrahtung nutze ich diesen mitgelieferten Frontstecker-Input-In-Technik, den ich dir hier gerade zeige. Ich finde, Siemens hat das sehr gut gelöst. Der Frontstecker lässt sich problemlos auch in anderem Simatic S-Step 7 1500 Baugruppe einsetzen. Das bedeutet für dich, beim Modultausch musst du die komplette Verdrahtung nicht lösen. Wie du siehst, steckt in diesem Rack extrem viel Detailarbeit. Jedes Modul genau zu erklären würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber wenn du an einer kompletten, detaillierten Beschreibung oder den Schaltplänen interessiert bist, schreib mir einfach einen Kommentar oder melde dich direkt bei mir. Bei genügend Interesse mache ich dazu gerne ein separates Video. Und jetzt weiter geht's mit der Hardware. Meiner Meinung nach gehört zu einem realistischen Aufbau auch ein Türkontakt. Schau mal hier. Ich nutze einen RFID-Sicherheitsschalter der Firma Pils. Diese ist an die F-CPU über eine sichere Eingangbaugruppe angeschlossen. Wie du hier siehst, schaltet das System die Maschine sofort sicher ab, sobald ich die Tür öffne. Auf die genaue Programmierung und die Hardware-Konfiguration
gehe ich aber noch im nächsten Video im Detail ein. Versprochen. Damit in meinem Rack alles perfekt vernetzt ist, nutze ich den Scalens X208 von Siemens. Wie du siehst, sorgt er dafür, dass meine CPUs, das HMI und die Peripherie ohne Verzögerung miteinander kommunizieren. Damit mein Rack einem realen Industrieschaltschrank so nah wie möglich kommt, habe ich für die sichere Abschaltung des Motors 2 Schütze pro Strang verbaut. Zur Simulation nutze ich hier einen 24 DC Motor, der Stellvertreter für einen großen asynchronen Motor steht. Mit diesem Aufbau hast du die perfekte Möglichkeit, deine Programme und die RFID-Sicherheitsfunktion auf Herz und Nieren zu prüfen. Die ET200 SP. Hier siehst du das Herzstück meiner dezentralen Peripherie, die ET200 SP. Der Aufbau ist vollgepackt. Ich habe 5 Standard-DI-Module und ein DQ-Modul. Für Safety-Programme sind 2 FDI, ein FDQ, ein Power-Modul FPME und sogar ein Relais-Modul FRQ verbaut. Ich nehme hier mal das Digital-Ausgangsmodul raus, damit du die kompakte Bauform siehst. Das Schöne bei der ET200 ist die Push-in-Technik am Base-Unit. Du kannst das Modul einfach rausziehen, ohne die Verdrahtung zu berühren. Im Direktvergleich assoziiere ich jetzt mal eine FDI-Baugruppe raus. Hier fällt dir sofort die knallgelbe Farbe auf, das Markenzeichen für Fehlersicherheit. Dieses Modul überwacht zum Beispiel meinen RFID-Schalter. Warum ein kleiner Fehler beim Umtausch so teuer werden kann, sage ich dir im nächsten Video. Zu einem vollständigen Safety-Konzept gehört natürlich auch eine passende Leitstelle. Mein Bedienpanel hier ist ein eigenes 3D-Modell und beherbergt alles, was du für die Steuerung brauchst. Eine Reset-Taste, eine Stopp-Taste, Start-Taste sowie einen Wahlschalter für verschiedene Betriebsmodi. Das wichtigste Element ist aber diese Nothalt-Taste. Er ist direkt auf der FDI-Baugruppe verdrahtet und so programmiert, dass er die Anlage sofort in einen sicheren Zustand versetzt. Ohne diese Hardware-Schnittstelle wäre kein Sicherheitsprogramm komplett. Jetzt zeige ich dir ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, die Zweihandschaltung. Damit der Motor startet, müssen wir beide Tasten synchron innerhalb der Diskrepanzzeit betätigt werden. Das verhindert, dass eine Hand versehentlich in den Gefahrbereich greift. Schau mal hier, sobald ich beide Tasten drücke, ziehen die 2 Schütze sofort an und der 24 Volt Motor läuft. Die Redundanzabschaltung sorgt hier für maximale Sicherheit. Lasse ich nun einen Taster los, fällt das System sofort ab. Der Motor stoppt ohne Verzögerung. Das ist die Überwachung durch die FCPU, die jeden Kanal einzeln prüft. Und wie du siehst, nur einen Taster zu drücken reicht nicht aus. Der Motor bleibt aus. Erst wenn beide Signale absolut synchron innerhalb des Zeitfensters kommen, gibt die Steuerung den Prozess frei. Diese Logik gewährleistet nämlich auch eine sichere Abschaltung beim Flatten eines Tasters oder bei einem Querschluss. Schau dir mal an, wie ich hier Live-Fehler simuliere. Per Knopfdruck erzeuge ich einen Drahtbruch oder Kurzschluss. Hier siehst du sofort, ob dein Programm wirklich sicher reagiert. Um verschiedene Anlagen gleichzeitig zu simulieren, ohne mein ganzes Wohnzimmer mit Bauteilen zuzustellen, habe ich hier 3 separate Leitstellen integriert. Jede Steuereinheit schaltet den entsprechenden Anlagenteil absolut sicher ab. Gleichzeitig bekommst du über die LEDs sofort den aktuellen Zustand jeder Sektion visualisiert. Das war der Überblick über meine Hardware. Aber wie erwecken wir das Ganze zum Leben? Im nächsten Video nehmen wir diesen IO-Links Master von IFM gemeinsam in Betrieb. Ein absolutes Highlight in meinem Setup ist dieser 3D-Sensor O3D304. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du diese industrielle Kamera in Betrieb nimmst. Wir schauen uns an, wie du damit Karton vermessen oder die Exaktposition für die automatisierte Lagerplanung ermitteln kannst. SPS-Programmierung muss nicht teuer sein. Wenn du mehr über mein kostenloses Rack-Konzept erfahren willst, abonniere den Kanal. Vergiss nicht das Like, wenn dir das Video gefallen hat. Alle Infos und Links findest du unten in der Videobeschreibung. Mach's gut und bis zum nächsten Schritt.